Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, ums Sägeblatt schärfen. Immer wenn so ein Sägeblatt stumpf ist, muss ich es weggeben in eine Schärferei, kostet ein Vermögen und ich möchte das ab jetzt gerne selber machen. Jetzt habe ich eine Diamantschleifplatte. Das ist eine Tausender, also wie Tausender Schmirgelpapier kann man das so nennen. Jetzt möchte ich mir gerne eine Vorrichtung bauen, dass ich mir den Winkel hier einstellen kann. Also ich lege die Platte mir hier drauf. Die Platte habe ich jetzt unten schon mal 45 Grad abgeschnitten, dass ich dichter an das Sägeblatt drankomme. Jetzt möchte ich mir hier 2 Streifen Multiplex anfertigen mit der CNC-Fräse mit 2 Langlöchern, wo ich dann hier 2 Schrauben einsetzen kann. Ich werde dann hier die Gewinde-Einlasshülsen reinsetzen, dass ich die Seitenteile hoch und runter stellen kann, dass ich quasi den Winkel mir hier verstellen kann. Ich hoffe, das funktioniert so. Und der Plan ist dann, dass ich mir die Vorrichtung hier reinlege, halte mir das Sägeblatt fest und kann dann mit der Schablone rechts und links, man hört sogar schon, jeden einzelnen Zahn selber schleifen kann. So ist der Plan. Ob es funktioniert, sehen wir dann. Gleich geht's weiter. So, ich habe jetzt bei Eskelcam die Fräsbahn erzeugt. Ich möchte einfach jetzt mit einem 6 mm Fräser das ausfräsen. Habe mir 2 Führungen da reingemacht, wo später die Schrauben drin laufen sollen, dass ich meine Schablone zum Einstellen habe, dass ich den Neigungswinkel quasi verstellen will oder verstellen kann. Und das fräsen wir jetzt aus. Ich baue euch jetzt mal um und dann geht schon los. Fräse ist eingerichtet. Nullpunkt haben wir uns gesucht. Achsen sind alle abgenullt. Und dann drücken wir auf Start. So, jetzt geht's ans Bohren. Jetzt möchte ich gerne meine Gewindehülsen hier seitlich einlassen mit einem 8 mm Bohrer. Ich wollte es gerne auf der Ständerbohrmaschine bohren, das geht aber leider nicht, weil das Bauteil zu hoch ist. So tief kann ich meine Ständerbohrmaschine gar nicht einstellen. Und dann sollen ja hier seitlich diese Querteile dran. Und da ist mir eben so eingefallen, wenn ich die jetzt so verdrehen will, ist es eigentlich verkehrt. Ein Langloch wäre richtig und das andere hätte ich im Bogen fräsen müssen, damit ich es dann so verdrehen kann. Aber ich hoffe, dass es trotzdem geht. Ich brauche gar nicht so viel Verstellbereich. Ich hoffe, dass es funktioniert.
Wir bohren uns jetzt mal die Löcher. Freihand. Einmal. Einmal. Hier hatte ich schon mal eben einen Test gemacht mit einem Stumpfenbohrer. So. Und jetzt probieren wir mal, ob wir unser Einschlaghülsen oder die Gewindehülsen hier reinkriegen. Ja, das geht ganz gut. Bin gespannt, ob das funktioniert, ob man so ein Sägeblatt scharf bekommen kann. Zweimal, jetzt ist es schon ein bisschen aufgebrochen, aber das soll nicht das Problem sein. Ich hätte die Platte noch ein bisschen dicker wählen können. Oder vielleicht einen 8,5er Bohrer nehmen. Noch einmal. So. Das wäre das. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt bauen wir uns diese hier, die Seitenteile so da ein. Ich brauche jetzt die Schrauben. Einmal. Dann werde ich mir gleich auch noch ein paar Unterlegscheiben drunter machen. Dann habe ich hier oben mehr Auflagefläche. Aber erstmal zum Test. So war der Plan. Ach doch, ich kann es aber noch gut verdrehen. Das funktioniert. Prima. Ja, ich baue das jetzt mal zusammen und dann geht es gleich weiter. Jetzt habe ich eben gemerkt, wenn ich jetzt die Diamantplatte hier drauf lege, rechts und links kann sie ja nicht raus, wenn ich das ganze Gerät so hin und her ziehe zum Schärfen. Die ist zwar unten drunter gummiert, die rutscht auch wirklich schlecht, soll sie ja auch, aber ich habe mir gedacht, ich baue mir jetzt noch eine kleine Platte. Da habe ich jetzt hier eine Auskantung reingeschnitten mit der Kreissäge. Das war vorher schon, war ein Reststück. Das spielt auch keine Rolle. Hauptsache, die Platte wird nach unten gedrückt und fest an meiner Schablone. Jetzt kann ich mir das einfach hier drauflegen. Schiebe die Schleifplatte unten dran an die Auskantung. Lege mir das hier drauf und schraube die jetzt einfach mit zwei kleinen Schräubchen auf meine Schablone drauf. Dann ist meine Diamantplatte fest. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier Löcher durchbohre, aber dann habe ich ja meine Platte kaputt. Macht ja auch wenig Sinn, ne? Deshalb machen wir das so. Dann bleibt sie unbeschädigt und kann sie auch noch für andere Sachen nehmen. Schrauben wir jetzt hier fest. Einmal. Ausrichten. Ich habe das jetzt so geschnitten, dass ich es hier auf der hinteren Seite bündig habe.
Und jetzt ist die Platte an meiner Schablone fest. Das sieht doch schon mal super aus. Jetzt gehen wir zur Kreissäge, dann richten wir uns das hier aus, in welchem Winkel ich das haben muss. Kann mir auch die Höhe einstellen, den Winkel einstellen und das probieren wir jetzt aus. So, dann stellen wir uns die Schablone mal ein. Jetzt kippen wir es einmal ein bisschen, gehen unter einen Zahn drunter. So, und dann machen wir einmal die eine Seite. Jetzt muss natürlich der Winkel genau passen von euren Zähnen. Das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber wenn das einmal eingestellt ist, so. Erstmal grob mit der Hand. Das ziehen wir uns gleich ein bisschen fest. Das passt schon mal super. Dann nehmen wir uns die andere Seite. Machen wir genauso. Wie gesagt, das ist ein bisschen fummelig, aber wenn man das einmal hat, so. Drehe es erst mit der Hand ein bisschen fest, dann mit dem Imbus ein bisschen nachziehen. Jetzt müsste sie eigentlich eingestellt sein. Genau, passt super. Ja, passt ganz genau. Jetzt habe ich nur ein Problem. Und zwar ist das diese Nut. Wenn ich jetzt so schleifen möchte, dann bleibe ich natürlich immer hier in der Nut hängen. Deshalb bleibe ich jetzt nur in dem Bereich. Ich schleife jetzt nur von hier bis hier. Aber das reicht auch. Jetzt nehme ich mir das Sägeblatt in eine Hand. Zieht bitte den Stecker raus. Nicht, dass er an den Schalter kommt oder so und die Säge geht auf einmal los. Einfach Stecker rausziehen. Seid auf der sicheren Seite. Und jetzt fange ich hier vorne an. Lege mir den ersten Zahn hier drauf und kann jetzt so den Zahn richtig scharf schleifen. Und zählt mit, dass ihr bei dem nächsten Zahn genau dieselbe Anzahl schleift. Nicht, dass der eine Zahn dann höher oder tiefer steht. Ich habe das so auch noch nie gesehen. Das ist wirklich ein Low-Budget-Schleifgerät, was jeder selber nachbauen kann. Es kostet eigentlich gar nichts, bis auf die Schleifplatte, aber die hatte ich sowieso. Weil ich nehme die auch gerne für meine CNC-Fräser oder für die Oberfräse, Kantenfräse, für die Fräser. Die schärfe ich auch selber, bevor ich sie wegschmeiße, bis sie wirklich auf Untermaß sind. Dann kommen sie natürlich doch im Müll. Aber sie halten viel länger so. Und so kann man einfach zwischendurch mal so ein Sägeblatt einfach wieder selber schärfen. Jetzt sieht man auch an der Diamantscheibe, wie der Abrieb von dem Zahn jetzt auf der Diamantenplatte, ja, der Abrieb einfach drauf ist. Ne? Ich finde es genial und ich brauche das Sägeblatt nicht mehr zum Schärfdienst geben. Und so kann ich jedes Sägeblatt, geht auch bei der Handkreissäge oder bei anderen Sägen, und ich kann es jetzt einfach selber schärfen. Ich kann mir sogar von Handkreissäge, wenn das Lochmaß passt, hier auf meine Kreissäge drauf machen und kann das kleinere Sägeblatt hier drauf schärfen, weil ich hier einfach schöner arbeiten kann. Und wenn ich jetzt anfange, so ist der Plan, dann mache ich mir irgendwo einen roten Punkt auf Sägeblatt oder auf den Zahn, dann weiß ich, da ist der Anfang, gehe dann einmal komplett rum und wenn der rote Punkt kommt, dann weiß ich, ah, da war ich schon. Finde ich super. Nächste und immer so weiter. Gut, das Sägeblatt hat jetzt 48 Zähne, das sind natürlich dann ein paar, aber ich habe auch ein paar Längsschnitt-Sägeblätter, die haben nur 12 oder 16. Finde ich super. Bei dem Sägeblatt ist es sowieso relativ einfach, weil die Zähne alle gerade sind. Also vom Winkel an sich sind die gerade, nur die haben rechts, links, nur oben an der Kante. Deshalb ist das bei dem Sägeblatt noch einfacher.
Ja, super genial. Geht viel besser, wie ich gedacht habe. Leute, baut's nach. Könnt ihr selber machen. Und viel Geld sparen. Und habt immer scharfe Sägeblätter. Wenn es euch interessiert, welche Maschinen ich benutze und Werkzeug, guckt mal in meine Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt bei Amazon. Kostet euch nicht mehr. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen da, abonniert mich, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und das habe ich wirklich noch nie irgendwo gesehen. War einfach so mein Gedankengang. Finde ich klasse. Einfach schnell gelöst, einstellbar, auf jeden Winkel. Leute, ich danke euch. Schaut mal wieder rein. Ciao, macht's gut.